Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Wenn in einer Stellenausschreibung BYOD steht, dann ist das ziemlich uncool. Wenn in einer Party-Einladung BYOB steht, dann hast du immerhin irgendwas, was dir schmeckt. Aber wenn Tern ein Faltrad BYB nennt, dann hast du definitiv eine gute Zeit. Falträder sind die ideale Ergänzung für so ziemlich jeden Fahrradfuhrpark, denn sie sind klein, sie sind leicht, sie lassen sich von allen möglichen Menschen bewegen und sie lassen sich quasi überall mit hinnehmen. Egal ob im Auto, in der Bahn oder auch in anderen Fahrrädern. Auf jeden Fall bin ich auf der Suche nach meinem perfekten Faltrad. Und der nächste Kandidat ist das Tern BYB hier. Guckt auch mal in die Playlist, die ich jetzt hier oben verlinkt habe, für die Kandidaten, die vor diesem Fahrrad dran waren. Los geht's! Tern ist ein taiwanesischer Hersteller, der sich über die Jahre fest im Faltradsegment etabliert hat und sie haben einige Modelle auf dem Markt und haben jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr so in diesem Cargo-Bike-Bereich gewildert. Aber das BYB ist der jüngste Spross in dem Faltradsegment und sollte das am kleinsten zusammenfaltbare Faltrad mit 20 Zoll Rädern werden. 3 verschiedene Modelle gibt es vom Tern BYB. Einmal das S11, das Topmodell mit kompletter Alltagsausstattung und einer 11-fach-Schaltung. Dann das P10, das komplett auf Sportlichkeit ausgelegt ist. Und dann gibt es dieses hier, das P8. Der Rahmen und die Gabel des Tern BYB bestehen aus Aluminium und sind sehr hochwertig verarbeitet. Erstmal sehen wir hier so 2 Rohre, die die Stabilität des Rahmens nochmal deutlich erhöhen im Vergleich zu einem einzigen Rohr. Und das ganze Fahrrad ist gespickt mit Tern-spezifischer Technologie, denen sie auch allerlei fancy Namen gegeben haben. Wie zum Beispiel die Physis RF Lenksäule. Bei einem Faltrad hat man häufig das Problem, dass der Abstand zwischen dem Steuerlager und der Gabel und dem Lenker sehr groß ist. Und dadurch, dass das hier aus geschmiedetem Aluminium besteht, soll hier eine möglichst hohe Festigkeit bestehen, eine möglichst hohe Stabilität, damit man auch, wenn man am Fahrrad reißt, wenn man es so hin und her schmeißt beim Fahren, ja, im Grunde keinen Unterschied zu einem normalen Fahrrad erkennen können soll. Auf einige der Technologien werde ich gleich nochmal im Einzelnen eingehen, weil das ist wirklich spannend. Hier sind einige Technikschmankerl versteckt. Insgesamt ist das Fahrrad aber sehr alltagstauglich ausgestattet. Wir haben hier einen Nabendynamo mit der Tern-spezifischen Beleuchtung, sodass man das Fahrrad wirklich im Alltag bewegen kann. Tern ist auch der Weltmeister des Zubehörs, denn das Zubehör macht das Faltrad. Dieser Combo-Mount hier vorne ist zum Beispiel für viele verschiedene Tern-spezifische Gepäckträgerlösungen vorbereitet. Hier jetzt mit der Click-Fix-Option, an die sich ganz normale Click-Fix-Taschen und Körbe etc. einfach ranklicken lassen und auch ganz einfach wieder abnehmen lassen. Es gibt aber auch so kleine Gepäckträger, die man hier vorne dran bauen kann. Die Möglichkeiten sind wirklich grandios groß. Und hier hinten befindet sich ein weiterer Gepäckträger. Achtung, nächster Tern-Name, das Metro Transit Rack. Das ist ein kleiner Gepäckträger, der besonders gut für kleinere Packtaschen geeignet ist. Hier an der Seite lässt sich ganz einfach im Grunde theoretisch jede mögliche Packtasche einhängen. Das einzige Problem ist, sie darf nicht zu weit runter gehen, weil der Abstand vom Boden doch relativ gering ist. Hier ist dann auch das Rücklicht verbaut und dieser Gepäckträger, der darf bis zu 20 Kilogramm tragen. Ist also für so einen kleinen Gepäckträger an einem kleinen Fahrrad eine ganze Menge. Außerdem hat er hier auf der Rückseite, und deswegen heißt er Metro Transit Rack, auch noch so kleine Rollkofferrollen. Und was die machen, das sehen wir später beim Falten. Das Falten des Tern BYB gelingt nach der sogenannten Trifold-Technologie, die Tern sich auch hat patentieren lassen. Tern bleibt damit bei klassischen Faltscharnieren für Fahrrädern und sie haben aber eins mehr. Deswegen Trifold. Hier ist eins und da ist eins. Und damit bekommt Tern es hin, dass das Fahrrad sich um 30% kleiner falten lässt als bisherige 20 Zoll Klappräder. Und diese Scharniere hier, die sind dabei nochmal ganz besonders interessant. Hier in diesem Bolzen am Ende des Scharniers ist ein Loch und da geht ein Metallstift rein, wenn man das Scharnier hier schließt. Und das lässt sich dann auch nur lösen, wenn man diesen kleinen Hebel dann zieht. Das heißt, wenn das Scharnier geschlossen ist,
dann kann man es nicht öffnen, ohne diesen Hebel hier zu ziehen. Ist natürlich ein Prinzip, das bei vielen Klapprädern und Falträdern schon Anwendung findet. Aber dann ist dieser Hebel auch so gestaltet, dass er immer die richtige Spannung aufweist, auch nach vielen, vielen verschiedenen Faltvorgängen. Und dieses Fahrrad hier, das wurde tatsächlich schon sehr oft auseinander und wieder zusammengefaltet. Ich bin nicht der erste Tester und dieses Scharnier sitzt nach wie vor richtig straff und hat wirklich keinerlei Spiel dazwischen. Und das wird dadurch erreicht, dass wir hier keine zwei Platten haben, die einfach nur flach aufeinander liegen, sondern dieses 3D-Interface. Also hier sind diese verschiedenen Aussparungen, die ineinander greifen, wenn das Fahrrad geschlossen wird und somit ebenfalls dafür sorgen, dass sich da unter der Fahrt bzw. wenn das Fahrrad aufgebaut ist, nichts bewegt. Und was bringt das jetzt beim Falten, Tillmann? Das zeige ich euch jetzt. Erstmal nehmen wir es vom Hauptständer, denn dieses Fahrrad hat einen Ständer. Dann lösen wir die beiden Scharniere. Dann können wir in einem Schwung das Ganze so nach hinten bringen. Und dann ist hier hinten so ein Anchor Bolt installiert, der dann dafür sorgt, dass die beiden Räder aneinander dranbleiben. Und dann im nächsten Schritt nimmt man einfach den Lenker, löst hier ebenfalls das Scharnier, klappt das so ein bisschen nach hinten und im letzten Schritt kann der Sattel dann komplett nach unten gestellt werden, beziehungsweise wir drehen es dann mal so rum. Und im allerletzten Schritt müssen wir dann noch den Lenker hier mit so einem Band einmal fixieren, damit der nicht aus Versehen ausklappt. Und dann haben wir ein kleines Paket. Eine Sache habe ich noch vergessen. Das Pedal natürlich, das kann man hier an einer Stelle einfach einklappen. Und man hat mehrere Möglichkeiten, um es zu lagern. Einmal kann man es hier in dieser liegenden Position hinstellen und mit diesem Gepäckträger kann man es einfach so hinstellen. Und dann passt es zum Beispiel beim ICE ganz einfach in die Gepäckfächer. Und wenn man es noch kleiner machen möchte, dann kann man auch noch den Lenker hier so ein bisschen einklappen und falten, sodass hier ein wirklich sehr kompaktes Paket entsteht. Es ist nicht ganz so niedrig wie andere Falträder, teilweise mit deutlich kleineren Laufrädern, aber von der Grundfläche hier jetzt im Stand ist es schon wirklich sehr klein. Und wenn man dann auch noch irgendwie verhindern möchte, dass jeder sofort sieht, dass es ein Fahrrad ist, nehmen wir einfach das Pop-Top raus. Und ziehen das hier rüber. Ich habe doch gesagt, Tern ist der Weltmeister des Zubehörs. Und in dieser Position kommen dann die beiden Gepäckträgerrollen zum Einsatz. Denn wir können den Lenker hier einmal lösen, ziehen dann den Lenker nach oben und können das Rad dann einfach durch die Gegend schieben. Und das finde ich schon ziemlich lustig. So, aber wenn man es jetzt wieder auffalten möchte, dann klappt man zuallererst mal den Lenker nach oben, löst dann die Sattelstütze und dann zieht man diesen Hebel hier hinten, um den Anchor Bolt zu lösen. Und dann schnappt das Fahrrad so ein bisschen automatisch aus und dann zieht man es einfach auseinander, stellt den Sattel natürlich einmal richtig rum und kann losfahren. Ah, Pedal vergessen. Das Pedal muss natürlich gelöst werden, hier eingesteckt werden. Und dann kann man losfahren. Aber bevor wir den Fahreindruck sehen, gehen wir noch kurz auf die Geometrie ein. Und turntypisch ist die Geometrie wirklich unglaublich variabel. Wir haben auf der einen Seite dieses Teleskop-Sattelstützenprinzip, sodass sich der Sattel wirklich auf ein absurd niedriges Maß stellen lässt. Tern selber sagt, dass Menschen ab 1,40 Meter mit dem Tern BYB durch die Gegend fahren können und maximal Menschen mit 1,95 Meter darauf fahren können. Und das ist auch tatsächlich meine Sattelhöhe. Ich mit 1,96 Meter kann auch sehr bequem auf diesem Fahrrad sitzen. Und dann ist auch hier vorne sehr viel Variabilität im Lenker noch mit drin. Der Lenker ist erstmal angenehm breit, eine ganze Ecke breiter, als es bei vielen anderen Falträdern der Fall ist. Und wir haben hier den Tern Andros Vorbau. Der ist wirklich ein geniales Stück Technik, kommt in vielen anderen Ternrädern ebenfalls zum Einsatz. Denn hier sind zwei Schnellspanner, die gleichzeitig zwei Scharniere lösen und sich damit der Lenker in allen möglichen Dimensionen verstellen lässt. Also wirklich von einer sehr hohen Lenkerposition, die dann auch möglichst nah am Sattel ist, bis zu einer unglaublich sportlichen Position. Ich muss tatsächlich meinen Lenker so ein bisschen in diese Position hier stellen, kann dann aber auch sehr bequem hierauf sitzen.
Das zeige ich euch jetzt. Also wenn ich drauf sitze, könnt ihr sehen, ich habe eine sportliche Sitzposition, gar keine Frage. Der Sattel lässt sich hoch genug einstellen, selbst für meine relativ langen Beine. Und ja, wie das jetzt während der Fahrt aussieht, das zeige ich euch jetzt. Faltrad kann auch Alltagsrad sein, Tillmann. Ich brauche gar kein Alltagsrad mehr. So, einer der ersten Tests, die wir jetzt hier machen können, ist erstmal so der kleine Bergtest. Und das Rad hat eine sehr gute Übersetzungsbandbreite. Also selbst stärkere Steigen kommt man hoch. Das habe ich auch in Italien feststellen können, in der Toskana. Das ist natürlich dann auch anstrengend, aber hier bin ich noch längst nicht im kleinsten Gang und kann ganz entspannt hier hochfahren. Was auch auffällt, gleich als allererstes, hier knarzt nichts. Aber dann jetzt auch beim Beschleunigen wirklich alles sehr, sehr stabil. So, und bei der 8-Gang-Schaltung ist es natürlich super einfach, durch die Gänge durchzuschalten. Wie gesagt, die Bandbreite ist groß genug. Die Gangabstufung ist angenehm. Ist natürlich nicht so fein wie bei einer 11-Fach-Schaltung, aber die ist wirklich fein genug für den Alltag. Und auch wenn man den Lenker nach vorne drückt oder nach hinten zieht, auch dann ist wirklich im Rahmen keinerlei Bewegung feststellbar. Nur halt so ein bisschen über die Sattelstütze, die dem Rad insgesamt so ein bisschen Komfort und ein bisschen Flexibilität verleiht. Wobei der Alurahmen an sich eben sehr, sehr stabil ist. Und durch die schmalen Räder ist natürlich auch eine Bodenwelle oder diese Bodenunebenheiten hier, die werden dann doch ziemlich stark durchgetragen zum Sattel und zum Lenker. Aber darin unterscheidet es sich nicht zu vielen anderen Falträdern mit so relativ kleinen Reifen. Der Vorteil ist an diesen 20 Zoll Reifen im Vergleich zu 16 Zoll oder 18 Zoll, dass halt der Umfang etwas größer ist. Dadurch kommt man leichter über Unebenheiten rüber, kann leichter über Kantsteine fahren, sowohl hoch als auch runter. Ich kann jetzt hier auch in einer sehr angenehmen Geschwindigkeit fahren. Ihr merkt, ich bin ein bisschen außer Atem. Das liegt daran, weil ich in letzter Zeit vielleicht doch ein bisschen viel E-Bike gefahren bin. So, auch hier bergab jetzt bei höheren Geschwindigkeiten ist die Fahrt gar kein Problem. Das Rad fährt insgesamt sehr, sehr stabil. Also auch wenn man den Lenker loslässt, muss man nicht fürchten, dass das irgendwie sich aufschaukelt oder so. Das hat Turn sehr gut hingekriegt. Und hier über Gravel fühlt sich das Rad ebenfalls gut an. 20 Zoll Räder, die rollen halt auch hier gut rüber. Man kann mit diesem Rad auch schnell irgendwo durchfahren. Auch auf Fahrradtouren zum Beispiel, wenn es mal durch den Wald geht, braucht man sich dann nicht vor fürchten. Und auch sonst ist halt dieser große Radstand maßgeblich dafür verantwortlich, wie das Fahrrad sich fährt. Dass es sich nämlich sehr sicher fahren lässt, dass es zwar zackig einlenkt, aber auch niemals irgendwie ins Schlackern gerät oder man irgendwie in die Kurve reinkippen würde oder so, sondern hier, das hat Turn richtig gut hingekriegt. Aber einen Punkt muss man trotzdem beachten. Und zwar ist das die Positionierung des hinteren Schaltwerks. Hier könnt ihr sehen, hier ist ein normhoher Kannstein. Und wie tief das Schaltwerk sitzt. Das ist natürlich von Gang zu Gang so ein bisschen unterschiedlich. Aber gerade dieses Shimano Acera Schaltwerk, das ist natürlich ein Mountainbike-Schaltwerk, das einen ziemlich langen Käfig hat. Meines Erachtens ist der Käfig auch unnötig groß für diese relativ kleine Kassette. Mir ist es jetzt persönlich nicht passiert, dass es während der Fahrt irgendwo gegen gestoßen wäre. Aber wie man hier am Schaltwerk sehen kann, ist es anderen passiert. So, und der nächste Test sind die Bremsen. Und ich werde einfach mal da vorne bei diesem mittleren Gully bremsen und okay, also der Bremsweg waren jetzt gut und gerne 3,5 bis 4 Meter. Wir haben hier klassische V-Brakes dran, das sind auch gute Bremsen, selbst für mein Gewicht. Also insgesamt fährt sich dieses Fahrrad super zuverlässig. Es ist schnell, es ist leise, es knarzt nicht, es ist super stabil. Das gefällt mir schon richtig gut. Und noch ein letzter Punkt, wenn man es zusammenfaltet, dann sitzt der Antrieb zwischen den beiden Rädern und damit bleiben die Klamotten, bleibt die Umgebung natürlich deutlich sauberer. Ja, vielen Dank. Faltrad kann auch Alltagsrad sein, Tillmann. Wer kommt eigentlich immer auf die Namen? Ich bin in den letzten Wochen jetzt das Turn BYB P8 wirklich gefahren und ich habe es dafür verwendet, um Faltradaufgaben zu lösen. Wir waren damit im Urlaub, ich war damit in Frankfurt auf der Eurobike, habe damit einen Koffer gezogen, habe damit auch irgendwelche kurzen Strecken erledigt, habe das Rad dafür verwendet, um irgendwelche Räder abzuholen, um ein Auto abzuholen
Und ich muss sagen, das hat mir schon sehr gut gefallen. Also die Versprechen, die Tern hier gibt mit den verschiedenen besonderen Namen, den sie den Teilen gegeben haben, die erfüllen sie wirklich. Also es ist auf jeden Fall ein sehr heißer Kandidat für mein perfektes Faltrad. Aber was sagt ihr jetzt zum Tern BYB? Wäre das euer perfektes Faltrad? Was habt ihr noch an Verbesserungsvorschlägen? Was würdet ihr gerne anders sehen? Sagt es doch mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt. Wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Und ich muss jetzt schnell nach Hause, weil es gleich richtig regnet.